Ja, ist die GS wirklich diese eierlegende Wollmilchsau, wie alle behaupten? Und die, nennen wir es, Startprobleme der neuen GS haben mich bewogen, mir das mal genauer anzuschauen, und beim Durchforsten der Rückrufdatenbank habe ich mir alle Haare ausgerissen. Sprichwörtlich. Und ja, es ist Zeit für so ein Video und herzlich willkommen. Ja, bereits seit 1980 gibt es die GS oder so etwas Ähnliches auf dem Markt. 1983 folgte bereits der erste Sieg in der Rallye Dakar. Das sind mittlerweile 43 Jahre Marktpräsenz und die GS hat sich immer wieder erfolgreich neu erfunden. War die erste, in Anführungszeichen, echte GS, die R1100 GS 1994 bis 1999 noch als Gummikuh verschrien, wegen diverser wabbliger Lagerung und Gummipuffern, avancierte bereits die R1150 GS allmählich zum Leistungstreiber bei BMW. Allerspätestens mit der GS 1200 ab 2013 mit Wasserkühlung wurde das Motorrad zu dem Motorrad, das es heute ist, und die Zahlen sprechen für sich. Seit Jahren hält sich die GS auf Platz 1 der Neuzulassungsstatistik und hat mindestens 2- bis 3-mal so viel Verkäufe wie der Zweitplatzierte. Oder anders ausgedrückt, 6 bis 7% Marktanteil gehören nur diesem einen Motorradmodell, oder nochmal anders ausgedrückt, jedes 15. bis 17. neu zugelassene Motorrad in Deutschland ist eine BMW GS. Und das Verrückte ist ja, bei diesem Preis, was dieses Motorrad kostet, so viel Neuzulassungen zu haben, dann kann man natürlich sagen, okay, das liegt daran, dass BMW ein deutscher Hersteller ist, man viele Werksbikes hat. Also wie sieht es im Ausland aus? In Italien zum Beispiel war das meistverkaufte Motorrad eine Benelli TRK 502 mit 600.000 Einheiten. Die BMW folgte auf Platz 2 mit 3.900 Einheiten. In Frankreich stehen MT-07, Z650 und Z900 noch vor der GS, die dort 3.450 Mal verkauft wurde 2021 und somit auf Platz 4. Also obwohl das Motorrad nicht bekannt ist für seine Schönheit, kaufen auch die Nachbarn mit mehr Sinn für Form und Ästhetik dieses Motorrad. Und da stellt sich die Frage, warum? Was macht dieses Bike zu so einem dermaßen erfolgreichen Motorrad? Ist dieses Motorrad wirklich unvermeidbar? Oder wie ein bekannter YouTuber mal sagte, die GS ist wie ein Altenheim. Keiner will dahin, aber irgendwann landet jeder doch dort. Der Motor der GS ist sicher einer der tragenden Elemente, sprichwörtlich, für den Mythos dieses Motorrades. Und er hat auch wirklich einige Vorteile. Zum einen einen niedrigen Schwerpunkt, durch den die GS im Stand oder bei langsamer Fahrt tendenziell weniger schnell kippt, da weniger Masse im oberen Bereich des Motorrades ist, wodurch der Hebelarm zum Boden ein geringeres Kippmoment auftritt. Und das heißt natürlich auch beim Kurvenfahren habt ihr bei der Kurveneinfahrt viel mehr Stabilität mit diesem Motorrad, weil dieses Kippmoment, was im oberen Bereich nicht so vorhanden ist, die Linie, sag ich mal, nicht so versaut und ihr somit ein schönes Einfahren in Kurven vollziehen könnt. Und man muss noch sagen, er hat riesen Vorteile, was Massenkräfte und oszillierende Kräfte und auch Massenmomente angeht, die wir jetzt einmal genauer angucken. Zum einen treten eben keine Massenkräfte erster oder zweiter Ordnung auf, jedoch Massenmomente. Die erste Ordnung wird übrigens immer als das Auffälligere wahrgenommen von uns als Fahrern, als die Kräftemomente der zweiten Ordnung. Und sowohl die Kraft erster und zweiter Ordnung im Aufhängepunkt ist im Vergleich zu einem reinen Vierzylinder sehr gering. Oder kurz gesagt, dieser Motor ist so konstruiert, dass sie sehr viele Kräfte ausgleichen können. Und das drückt sich zum einen aus in einer sehr ruhigen Art, wenn man am Cruisen ist oder lange Strecken fährt, dass der Motor sehr ruhig und angenehm läuft. Zum anderen kann es auch sehr schonend sein für die verschiedenen Bauteile in diesem Motor. Außerdem muss man auch noch erwähnen, dass natürlich bestimmte Servicearbeiten bei der GS sehr, sehr einfach sind. Zum Beispiel ist es, um an den Ventiltrieb zu kommen, der ist nämlich direkt unter dieser Abdeckung. Das ist quasi das absolute Gegenteil von der Ducati Desmodromic. Aber man muss auch sagen, eine GS ist kein Servicewunder. Auch sie muss einmal jährlich oder alle 10.000 Kilometer zum Service, was dennoch ein eher kürzeres Intervall ist. Wettbewerber haben hier 12.000 bis 15.000 Kilometer Zyklen oder eben einmal jährlich. Alle 20.000 Kilometer das Ventilspiel ist jetzt auch nicht so wenig bei der GS, wobei, wie gesagt, man kommt sehr gut dran. Die Multistrada V4 muss hier nur alle 60.000 Kilometer erscheinen. Gut, soviel zum Thema Motortheorie. Stellt sich die Frage, wie fährt sich denn dieser Motor? Und hier muss ich schon zugeben, der Boxer packt untenrum sehr sauber und richtig kräftig zu und schiebt schön raus. Bei den Modellen ab 2019 mit Shiftcam wie diese hier, also einer doppelt bestückten Nockenwelle, drücken hier auch 143 Newtonmeter bei 6.250 Umdrehungen an. Im Vergleich zur Super Juke 3.0, die drückt 140 Newtonmeter bei 8.000 und bei den Modellen davor, vor 2019, war das immerhin auch noch respektable 125 Newtonmeter bei 6.500. Die
Im Vergleich, eine Multistrada V4 drückt 125 Newtonmeter bei 8750 Umdrehungen. Womit man jedoch klarkommen muss, die Kolben bewegen sich 90 Grad zur Fahrtrichtung, das heißt beim Gas geben bewegt sich die Maschine von links nach rechts. Das ist gelinde ausgedrückt eigenartig, wobei das bei älteren Modellen noch deutlich schlimmer war, aber der Motor hat noch zwei, ja, nennen wir es mal Besonderheiten. Er hat Drehmoment, ja, aber es bedarf tatsächlich ausgeklügelter Technologie wie Shiftcam, um diese Motorenkonzepte konkurrenzfähig zu halten. Und auch wenn Drehmoment in Überfluss da ist, diese Dellen im Verlauf sind schon signifikant. Und wenn man den Vergleich zum KTM LC8 weiterhin ziehen möchte, der LC8 hämmert auch ab 150 km/h Beschleunigungswert in den Asphalt, wo die GS sehr müde abreißen lassen muss. Und selbst die neue GS 1300, die motorseitig deutlich optimiert wurde, kann an dem Fakt nichts ändern. Fazit zum Motor. Er ist STVO gesehen ein wirklich bärenstarker Motor, der sehr rund läuft, der sehr gut zupackt ab unten, der erst weit oben müde wird. Ich würde ihn jetzt nicht als Schönheit bezeichnen. Er hat interessante Eigenschaften, die Vorteile und auch Nachteile mit sich bringen. Er ist kein Servicewunder, aber mit Sicherheit einer der großen Faktoren, die zum Mythos dieses Motorrades beitragen. Und wie sieht es mit dir aus? Lass mir in den Kommentaren wissen, ob du dir jetzt schon ein Urteil zutraust, ob wir den Mythos BMW GS zerstören oder nicht. Im Dauertest von Motorrad wurde die Testdistanz von der GS von 50.000 auf 100.000 Kilometer erweitert, weil 50.000 für eine GS einfach nicht ausreichen. Und gerade diese Zuverlässigkeit ist eines dieser Hauptargumente von GS-Fahrern oder potenziellen Käufern von der GS, weil die sagen, es ist eines der zuverlässigsten Motorräder, die es gibt. Was sicherlich auch dazu führt, dass die Gebrauchpreise von diesem Motorrad unverschämt hoch sind. Wenn ihr mal auf Mobile schaut, findet ihr Angebote, die haben fast einen Neuwert vom Preis her bei 30.000 Kilometer gefahrene Laufleistung. Da steht dann dabei gerade erst eingefahren. Und dieses Motorrad ist tatsächlich wirklich sehr, sehr wertstabil. Und es gibt noch andere Gründe, warum dieses Motorrad gebraucht so viel wert ist. Eine GS kauft jetzt eher kein 18-jähriger Rowdy, der damit ballern will oder jemand, der damit auf die Rennstrecke gehen möchte. Das hier ist ein Reisemotorrad. Zum einen, das heißt, die Nutzung des Motorrads ist meistens, nicht immer, ein bisschen schonender. Weiterhin kommt noch dazu, dass natürlich das Käuferklientel von so einem Motorrad keine 18-Jährigen sind. Das sind Menschen oder hauptsächlich Männer, Ü40, Ü50, die sehr viel Geld für so ein Motorrad hinlegen. Über 20.000 Euro oder annähernd 20.000 Euro Grundpreis. Die pflegen und behandeln so ein Motorrad auch sehr, sehr gut. Auch das trägt natürlich zu sehr hohen Gebrauchtpreisen bei. Und wie gesagt, vor allem die Nutzung dieses Motorrades wird jemand, der eine GS fährt, der sucht nicht wie ein 80-Jähriger bei 40 Grad Öltemperatur den Begrenzer, denn wie gesagt, die haben auch einen gewissen Wert. So eine voll ausgestattete GS Adventure, die knackt dein Bankkonto schneller als die Grünen, die Staatskasse, und deshalb werden die in der Regel sehr, sehr pfleglich behandelt. Also das alles führt natürlich dazu, dass das Motorrad sehr hohe Laufleistung im Vergleich zu anderen Bikes hat, aber das sagt noch nichts über die Zuverlässigkeit aus, denn wenn wir uns mal durch die Rückrufdatenbank durchquellen, sieht das ist nicht nur diese GS, sondern bei der GS-Familie wie folgt aus. 2017, 168.000 Bikes von 2013 bis 2017 werden wegen Problemen mit den Standrohren zurückgerufen. Folgen könnten schwere Stürze und Schäden der vorderen Felge sein, 29.000 davon in Deutschland. 2017, Rückruf in Nordamerika, die Beleuchtung entsprach nicht den Vorgaben. Ebenfalls 2017, fehlerhafte Software für Nockenwellensensoren, was zu Leistungsverlusten führte. Weiter 2017, Serviceaktion wegen Brüchen der Vorderradaufhängung. 2018, Rückruf wegen fehlender Emissionswarnleuchte, 3.300 Motorräder betroffen. 2020, Rückruf, weil einige Komponenten ungewollt mit dem Hinterrad in Berührung kommen können, diverse Modelle betroffen, 440 Bikes insgesamt betroffen. 2021, Rückruf Zubehörfußrasten, Hersteller Gilles, wegen Spannungskorrosionsrissen, 5.250 Bikes betroffen. 2022, 440.000 Bikes werden zurückgerufen. Es kann Probleme im Kardanantrieb geben, der zu Korrosion und Ermüdung schließlich zu Bruch führt. Es wird ein Schnappventil, also ein Lüftungsventil, nachgerüstet. Am krassesten, muss ich aber zugeben, war ein Rückruf von 2015, wo die Bikes bis 2011 zurückgerufen wurden, weil die Narbe am Hinterrad brechen kann. Und das ist jetzt nun wirklich kein Bagatelldelikt mehr, wie vibriert die irgendwie ein Hebel oder sowas. Da können Menschen sterben und das ist, wie gesagt, nicht mehr zu verharmlosen. Ebenso wenig wie die kaputte Getriebeeingangswelle, die bauartbedingt bis zur 1300er sehr lang ausfällt und demnach sehr viel Moment ertragen muss. Bei neuen Modellen der R300 GS sind es die heißblütigen Starterrelais, Motorentausche wegen Anzugsdrehmomenten, Problemen des Pleuels und die ersten gebrochenen Schalthebel habe ich dann auch schon gesehen.
das ist es wirklich nicht wenig. Und hier geht es bis jetzt ja nur um Rückrufe. Das heißt, Dinge, die erkannt und vom BMW eingesehen wurden und das Bike deshalb zurückgerufen wurde. Also da geht es doch gar nicht mal so krass um die Zuverlässigkeit. Denn wenn wir da weiter reinschauen, werden wir zum Beispiel feststellen, dass vermeintliche Einzelfälle wie gerostete Kardanwellen, die bei der Motorrad aufgefallen sind, nicht erfasst werden, ebenso wenig wie gebrochene Achsschenkellage des Telelevers oder wer erinnert sich nicht an gebrochenen Heckrahmen in dem Film Long Way Round mit Ian McGregor. Und auch bei 1000 PS finden wir einen Satz in einem Artikel, der da heißt, still und heimlich beseitigt. Und in diesem eben verlinkten Artikel wird auch von dem berüchtigten Gangspringen berichtet und der undichte Kardan wird auch wieder angesprochen. Also da reden wir wirklich ernsthaft von richtig starken Verarbeitungsproblemen. Und vielleicht, wenn man das auch noch weiter verharmlosen und sagen, okay, das waren jetzt die technischen Probleme, aber wie sieht es denn mit der Verarbeitung aus? Und auch hier muss man sagen, bei einem Motorrad, was so viel Geld kostet, im Sichtbereich Plastikteile zu verbauen, die nicht entratet sind, geht meiner Meinung nach nicht. Ebenso wie Kabel, die nicht ordentlich isoliert sind. Oder, naja, das ist eher Hörensagen, aber Sachen, die halt gegen Spritzwasser nicht sonderlich gut geschützt waren. Das war eine ganz schöne Liste. So, jetzt erstmal in Ruhe durchatmen, gefällt mir klicken, Kanal abonnieren. Und dann können wir darüber reden, dass es natürlich nicht nur um die Probleme von dem Motorrad geht oder von dem Motor, sondern natürlich auch, wie gut man den Zugang zu diesem Bike findet. Denn so eine GS in der Adventure ist einfach ein Riesenklöpper. Wie gut lässt sich ein über 250 Kilo schweres Motorrad denn wirklich bewegen? Also liegt es eventuell an der Fahrbarkeit. Die GS wartet auf jeden Fall mit ein paar Überraschungen auf. Ein Leergewicht von eben 250 Kilo ist nicht gerade wenig, um ehrlich zu sein. Ein 19 Zoll Vorderrad nicht gerade klein, aber die GS geht ganz gut um die Kurven. Und diese 3 Gründe erklären auch warum. Erstens, das Motorrad fährt auf sehr schmalen Reifen. Die sind zwar über die Jahre auch breiter geworden. Bis 2012 noch ein 110er vorne und 150er hinten. Sind wir mittlerweile immerhin bei 120 vorne und einem 170er hinten. Das ist schmal, trägt aber mit Sicherheit zur Wendigkeit der GS bei. In Kombination mit Punkt Nummer 2, einem breiten Lenker, werden hier Lenkbefehle schon ganz gut umgesetzt. Nicht zu vergessen, Kapitel Motor, der niedrige Schwerpunkt durch den Boxer. Das führt nicht zum alleragilsten Einlenken, aber zu einer ordentlichen Stabilität in der Kurve. Und gerade die Kombination von Punkt 1 und 2 ergeben eins für die Größe recht wendiges, aber stabiles Fahrgefühl. Und Punkt Nummer 3, die eigenartig anmutende und aufwendige Konstruktion des Telelevers. Um kein ganzes Video zu füllen, hier eine kleine Zusammenfassung. Zwischen den Gabelbrücken sitzt ein Längslenker, der gefedert ist und die eigentliche Federarbeit übernimmt. Die Gabelrohre sind eigentlich nur für die Vorderradführung verantwortlich. Daraus resultieren 2 wesentliche Änderungen. Beim Bremsen, vor allem beim vollen ABS-Eingriff, taut das Motorrad vorne nicht so stark ein, was dazu führt, dass Bremskraft sofort übertragen wird, anstatt diese erst einmal im Widerstand der Gabel verschwinden zu lassen. Und es bietet beim Fahren zusätzlich nochmal extra Maß an Stabilität. Ja, Nachteil von dieser Konstruktion hier vorne ist, die wiegt viel, die ist also schwer, die ist nicht sonderlich präzise und sie gibt halt kein Feedback. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es sehr, sehr schwer, einfach immer nur dem Gummi zu vertrauen. Aber man muss zugeben, das Fernbleiben der Information verhindert auch, dass man von der Fahrbahnoberfläche verunsichert wird. Und wenn ich die GS nicht sportlich bewegen möchte, ich sage nicht, dass es nicht geht, wir alle haben schon den einen GS-Treiber gesehen, der völlig durcheskaliert ist mit schleifenden Koffern, aber wenn ich sie nicht sportlich bewegen möchte, dann habe ich auch keinen Stress. Und wenn ich dann also so in den Urlaub fahren will oder cruisen möchte, dann schnappt sich dieser Telelever auch jedes italienische Kopfsteinpflaster, hämmert es zurück in den Boden und macht daraus ein schönes Mosaik, wo ich wirklich ganz gediegen drüber fahren kann. Und wir haben immer noch dann ein ESA-Fahrwerk, was auch relativ weich ist, aber natürlich, wenn man Gas gibt mit viel Drehmoment und die Federung hinten ein bisschen nachgibt, man ein sehr sattes Gefühl hat für den Grip und diesen Grip auch hat. Also die grippen auch wirklich sehr gut und das Gripgefühl vom Hinterrad beim Beschleunigen finde ich tatsächlich nicht schlecht. Lediglich mit den Bremsen habe ich bis jetzt bei jeder GS Probleme gehabt. Die finde ich, obwohl es hier auch Brembos sind, ich finde, entweder sind sie unterdimensioniert oder irgendwas hier oben stimmt nicht. Ich weiß noch nicht warum. Natürlich haben wir Stahlflexleitungen, aber weder die Dosierbarkeit noch die Progression noch das Gefühl von der Bremse, vielleicht kommt es vom Telelever, fand ich bei irgendeiner GS gut, so dass man sagen könnte, man könnte sportlich auf den Punkt bremsen. Da habe ich bisher mit allen Probleme gehabt. Also können wir festhalten, die GS hat einen starken Motor mit Vor-, aber auch mit Nachteilen. Sie hat eine mindestens zweifelhafte Rückrufstatistik und da sind die Schwarzzahlen, sage ich mal, nicht bekannt. Und wir haben zumindest
ein zumindest sehr eigenes Fahrwerk. Ich muss zugeben, die ganze GS-Testerei, sei es jetzt die Adventure, die ich dann letztes Jahr gefahren bin, sei es mit der neuen 1300er, die Dinger, die ich mal Offroad ausprobiert habe. Und dieser Test lassen bei mir gemischte Gefühle zurück. Vor allem, was die Rückrufstatistik anbelangt, die hat mich schon ein bisschen erschüttert, wenn man da so ein bisschen tiefer sucht. Und das war jetzt nicht immer so viel Aufwand. Weil ich habe auch immer gedacht, na gut, eine GS ist, die kaufst du halt, die kann alles und ich habe nie wieder Probleme. Anscheinend ist ja doch ein bisschen anders. Aber man muss auch sagen, es gibt immer noch 5 gute Gründe, warum man sich eine GS 1250 oder GS 1300 kaufen kann. Der Motor ist bärenstark, zieht ab 2000 Umdrehungen und ist im relevanten Geschwindigkeitsbereich auf der Landstraße immer da und in geübter Hand ist so eine GS auf der Landstraße auch nicht abzuschütteln. Das eigenartige Fahrwerk aus Telelever-Kadern, hoher Sitzposition und schmalen Reifen funktioniert krass. Man sitzt drauf, fühlt sich zu Hause erhaben, hat das Gefühl, ein Schlachtschiff durch ein Fjord steuern zu können. Fahrbarkeit und Komfort. Die GS ist wirklich saubequem. Wind wird effektiv reduziert, das ESA schluckt alles, was im Bandscheiben gefährlich werden könnte, aber man ist nicht so eingeschränkt, dass man nicht angasen könnte. Ich glaube, die Kombination macht für so viele Menschen dieses Bike zur wohlbekannten eierlegenden Wollmilchsau. Sie kann alles, nichts perfekt, weder Offroad noch Rennstrecke, aber vieles eben doch ziemlich gut. Und sind wir ehrlich, die wenigsten fahren Erzberg-Rodeo, die meisten vielleicht mal einen Waldweg. Die Zubehörpalette ist gigantisch. Für kein anderes Motorrad gibt es mittlerweile so viel Zubehör, egal was man möchte, für die GS gibt es das. Und da die Zielgruppe eben zahlkräftig ist, werden die Produkte auch gerne und in guter Qualität hergestellt. Und 5. Innovation statt nur neuer Farben. Ihr kennt das, gerne aus Japan oder auch bei den Ducati Scrambler Modellen, neues Jahr, neue Farben. Die GS bietet fast jedes Jahr neue Features und Verbesserungen, wurde über die Jahre innovativ weiterentwickelt. Ja, das führt zu Kinderproblemen, aber bringt die Technik auch weiter voran. Bestes Beispiel, die Shiftcam-Technologie. Das elektrische Windschild der GS 1300 spreche ich jetzt explizit mal nicht an. Also wird die GS ihrem Mythos gerecht? Und die Antwort ist ein klares Jein. Ist sie unzerstörbar? Nein. Ist sie über jeden Zweifel erhaben? Nein, natürlich nicht. Ist sie mega zuverlässig? Weiß ich nicht. Packt der Motor aber gut zu und ist im relevanten Landstraßenbereich immer perfekt da? Ja. Funktioniert das Fahrwerk? Komischerweise ja. Zumindest, wenn man halt die Extreme nicht sucht mit diesem Motorrad. Also wie stehe ich persönlich zur BMW GS? Naja, bis zur GS 1300, bin ich ehrlich, war ich kein Freund von diesem Motorrad, weil dieses stumpfe Gefühl vom Vorderrad, damit komme ich nicht so gut klar. Hat sich aber bei der GS 1300 deutlich geändert. Vielleicht habt ihr mein Video schon gesehen, wenn nicht, gerne da mal reingucken. Finde ich dieses Motorrad überhyped? Absolut. Die Berichterstattung davon oder darüber ist auch zu viel. Ne? Aber ich verstehe es natürlich, weil es verkauft sich gut. Das heißt, es gucken viele Menschen, dann lohnt sich das. Dennoch ist für mich dieses Andichten, diese eierlegenden Wollmilchsau und der Alleskönnerin ist ein bisschen zu viel, auch für meinen Geschmack. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dann hat sie irgendwie doch wieder was. Irgendwie ist in ihrer Konsequenz hässlich zu sein, doch eben dieser Stolz, dass es nicht mal eine gute Optik benötigt, um ein Motorrad gut zu verkaufen. Die Verlockung auf der Landstraße richtig Spaß zu haben und das für 350 Kilometer am Stück und vielleicht auch die Sehnsucht, dass ein Urlaub in ferne Länder damit greifbarer wäre. Und irgendwie schwirrt dieser Satz, ach, dann kaufe ich mir eben doch eine GS, jeden Mal im Kopf herum. Aber die 1250 ist Geschichte, jetzt ist die GS 1300 da und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, der König ist tot, lang lebe der König, vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.